Heute bin ich in Bernau und in Bernau gibt es auch eine schöne Stadtmauer, so ähnlich wie in Neubrandenburg, wo ich neulich mal war. Und das kann ich euch gleich hier auch zeigen, denn hier ist sie gleich. Und heute wollte ich auch über die Karte der Eremit sprechen, denn ich hatte neulich schon davon angefangen. Aber ich zeige euch jetzt mal die Stadtmauer hier in Bernau im Norden von Berlin. Hier eine gut erhaltene Stadtmauer, auch wieder um die Innenstadt herum. Und äh, diese Stadtmauer, die hat jetzt nicht solche Wieghäuser wie in Neubrandenburg das war. Und hier haben wir also so einen Wachturm. Ich wollte heute über die Karte der Eremit sprechen. Hier kann man übrigens an der Stadtmauer innen lang gehen. Das ist sehr schön erhalten, das werde ich jetzt mal machen. Und die Karte der Eremit zeigt ja einen Eremiten, also einen Einsiedler, der mit einer Laterne am helllichten Tag nach der Wahrheit sucht, so wie Ouspensky das interpretiert hat. Und ich hatte in dem letzten Video davon gesprochen, dass man die Welt so sehen kann, so sieht es der Spiritualismus, dass alles eine Kommunikation ist. Weil aus spiritualistischer Sicht sind die Dinge nicht einfach da, sondern sie kommen zustande durch Kommunikation. Warum ist das wichtig für die Karte der Eremit? Weil in dieser Sichtweise es also ganz klar ist, dass es eine große Rolle spielt, ob man sich einem Teil der Kommunikation verweigert, indem man als Einsiedler sich abkoppelt. Es ist also ganz klar. Und der Einsiedler, der die menschliche Kommunikation verlässt, der die Kommunikation der Stadt verlässt, indem er in den Wald zieht beispielsweise, ist dann nur noch Teil der Kommunikation, die man sozusagen in der Natur findet. Also er kommuniziert mit der Natur, er kommuniziert mit seiner inneren Stimme und findet Wahrheiten, die zu finden in der Stadt ihm nicht möglich wäre. Warum? Also man sagt ja nicht zu Unrecht, dass man selbst der Durchschnitt der 5 besten Freunde ist, die man hat. Weil die Kommunikation immer zu einer Angleichung führt. Man übernimmt die Wahrheiten anderer, man übernimmt die Weisheiten anderer, man übernimmt die Themen von anderen. Da ist ein Eichhörnchen, ne? Seht ihr das? Warte, da ein Eichhörnchen. Das Eichhörnchen hat hier einen Baum, das hat hier so eine schöne Kiefer. Sowas will ja so ein Eichhörnchen immer haben. Und jetzt wird es da gleich abhauen, weil der Mann da lang kommt. Ja. So, warte mal, da oben ist es, das Eichhörnchen. Da. Das ist hier das örtliche Eichhörnchen, das hat also keinerlei Angst offenbar. Keine besonders große jedenfalls. Mal, da rennt es da hoch. Mal sehen, ob ich das hier noch ein bisschen größer stellen kann. Da. Da ist es. Hey. Da oben sitzt es und knabbert. Was knabbert es? Es knabbert natürlich eine Nuss. Warte mal, da. Da sitzt es und knabbert.
zurück zum Eremiten. Das ist ja auch der Sinn des Wortes Esoterik, ne? Dass es also ein Geheimwissen ist. Und ich hatte mir früher mal so gedacht, was ist wohl daran geheim, wenn es doch jeder wissen kann? Es steht in so und so vielen Büchern. Und das Geheimnis ist für mich einfach, dass man die Welt auf eine Art und Weise sieht, mithilfe des Materialismus, die aus meiner Sicht, man könnte sagen, es ist eine Möglichkeit, sie zu sehen, aber es ist nicht die zutreffendste und wahrste, sondern die zutreffendste und wahrste ist für mich der Spiritualismus mit seiner Materielosigkeit. Und das ist wirklich ein sehr, sehr großes Geheimnis, muss ich sagen. Ein spirituelles Geheimnis, das ja letzten Endes in diesem Wissen des Hermes Trismegistos auch zum Ausdruck kommt, dessen Weisheit also umfasste, dass das Universum ein Bewusstsein ist. Genau wie ich das ja hier öfters vorgetragen habe. Ich hatte das seinerzeit, ich hatte das sozusagen mir selber hergeleitet, und kann daher mit diesem Spiritualismus ganz gut sagen, woher diese Gedanken eigentlich kamen. Aber es ist ja eigentlich ein Wissen, das schon vor Jahrtausenden oder ich weiß nicht, wie alt es ist, aber vor sehr, sehr langer Zeit entstanden ist und das also schon gewusst wurde und das möglicherweise heute in Vergessenheit geraten ist, gerade weil der Materialismus es so aussehen lässt, als sei alles ganz offen zutage und es gäbe gar keine Geheimnisse des Spirituellen. Und aus diesem Grund sucht eben der Eremit die Einsamkeit, so ähnlich wie zum Beispiel das Wort Hexe ist ja es kommt von dem Wort Hagsesse. Hagsesse bedeutet Waldbewohner und solche Leute, die früher nicht in der Stadt wohnten, sondern im Wald, die hatten natürlich ihr eigenes Wissen und ihre eigenen Wege zu leben. Und das war den Stadtbewohnern sicherlich ein bisschen unheimlich auch. Und dieses Wissen, wie zum Beispiel Krankheiten geheilt werden, einfach mit Kräutern, das hat man dann möglicherweise als Zauberei angesehen und hat diese Hagsessen, also Waldbewohner, für Zauberer gehalten, für Hexen schließlich. Und ganz ähnlich ist es also bei jedem, der sich absondert von den Narrativen der Stadt, dass er zu ganz eigenen Wahrheiten kommt und zu ganz eigenem Wissen aus seinem inneren Dialog heraus. Das ist also hier in Bernau. Ich finde das hier sehr schön. Und hier sieht man übrigens, im Hintergrund seht ihr das, vieles hier neu gebaut wurde. Also diese Häuser sind zum großen Teil neu gebaut. Ich zeige das hier nochmal. Im Hintergrund, das sind hier, da hinten am Ende der Straße, da sind solche Plattenbauten. Ne? Das hat man in der DDR im Sozialismus gemacht und hatte versucht, mit diesen Plattenbauten trotzdem so ein bisschen mittelalterliches Flair hier noch reinzubringen, aber das ist natürlich nicht gelungen. Aber ansonsten gibt es hier noch ein paar ganz schön erhaltene alte Fachwerkhäuser. Hier so ein Fachwerkhaus. Man sieht übrigens bei diesen Fachwerkhäusern sehr schön die tragende Struktur. Das sind diese Balken, die hier schwarz sind. Und das, was in der Mitte das Gelbe ist, das nennt man die Ausfachung. Das war also immer Lehm mit Stroh vermischt. Das hat man da reingemacht, um die Wände dicht zu machen und eine Dämmung herzustellen. Und diese Fachwerkhäuser, die können, wenn die tragende Struktur erhalten bleibt, also
Diese Balken, die können sehr alt werden, viele hundert Jahre. I can take your anger, baby. I can hold your pain. In the night full of thunder and sideways rain.